Milliarden Menschen kauen irgendwann im Leben an ihren Nägeln. Viele tun alles, um damit aufzuhören. Sie reiben sich ihre Nägel mit Chili ein, tragen den ganzen Tag Handschuhe, tauchen ihre Hände in Salz oder stellen sich vor, wie Bakterien auf ihren Fingern herumkriechen. Auch wenn nicht jeder ein Nagelkauer ist, haben die meisten eine Angewohnheit, die sie gerne loswerden würden. Wie aber schafft man das am besten? Wissenschaftler definieren Angewohnheiten als Verhalten, das regelmäßig als unbewusste Reaktion auf Situationen auftritt, ob an bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten oder bei bestimmten Gefühlen. Dazu gehören einfache Handlungen wie zum Beispiel durch die Haare streichen bei Stress bis hin zu komplexeren Handlungsabläufen wie zum Beispiel langes Aufbleiben oder das morgendliche Kaffeekochen. Wenn du etwas häufig tust, ohne viel darüber nachzudenken, dann ist es eine Angewohnheit. Diese bilden sich, weil dein Gehirn irgendwann gelernt hat, dass dieses Verhalten vorteilhaft ist. Nehmen wir an, du kaust nach dem Öffnen einer belastenden E-Mail an deinen Nägeln. Das zahlt sich aus, weil es deine Aufmerksamkeit fokussiert und den Stress durch die E-Mail unterdrückt. Positive Erlebnisse können in deinem Gehirn die Ausschüttung von Dopamin auslösen, einem Neurotransmitter, der Gefühle der Freude vermittelt. Dopamin ist auch ein Treiber von Neuroplastizität. Das heißt, es kann verändern, wie deine Neuronen verdrahtet sind und arbeiten. Dein Gehirn baut Verbindungen auf, die die Belohnung mit dem Verhalten verknüpfen und dich dazu bringen, es zu wiederholen. Außerdem verknüpft es das Verhalten mit anderen Reizen, zum Beispiel mit deiner Umgebung. Irgendwann reicht es aus, am Schreibtisch zu sitzen, dass unbewusst die Gewohnheit des Nägelkauens ausgelöst wird, ohne dass eine stressige E-Mail oder ein Gefühl der Erleichterung nötig ist. Einmal etabliert, laufen diese Reiz-Verhalten-Belohnungsschleifen sehr schnell ab und überholen den Entscheidungsprozess. Es kann sein, dass du eine Angewohnheit entwickelst, bevor du die Chance hast, sie zu bemerken und damit aufzuhören. Das kann aber auch etwas Gutes sein, denn nicht alle Angewohnheiten sind schlecht. Sie sind gespeicherte Erinnerungen an das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, die es dir ermöglichen, in der Gegenwart rasch zu handeln. Laut einer Studie verbringen Menschen geschätzt mehr als 40% des Tages damit, sich regelmäßig wiederholende Handlungen auszuführen, während ihr Gehirn mit anderen Dingen beschäftigt ist. Eine automatisierte Morgenroutine etwa spart Zeit und wertvolle geistige Energie. Trotzdem haben viele Menschen Angewohnheiten, die sie nicht länger brauchen. Studien zeigen jedoch, dass Vorsätze allein oft nicht zu einer langfristigen Verhaltensänderung führen. Das soll nicht heißen, dass du eine Angewohnheit nicht ablegen kannst. Wenn du die Grundlagen von Angewohnheiten verstehst, kannst du bessere Pläne für eine Veränderung schmieden. Wir wissen zum Beispiel, dass Angewohnheiten oft durch die Umgebung und Routinen ausgelöst werden. Wenn du im Bett liegst, scrollst du vielleicht endlos durch dein Handy. Oder wenn du auf der Couch fernsiehst, greifst du womöglich zu süßen Snacks. Eine der effektivsten Methoden zur Verhaltenssteuerung ist es, solche Orte und Tageszeiten zu identifizieren. Versuche dann, etwas zu verändern, indem du deine Routine abwandelst oder Hindernisse schaffst, die es dir erschweren, die Angewohnheit dann und dort auszuüben. Ein Umzug, ein Jobwechsel oder sogar ein neuer Stundenplan sind gute Gelegenheiten, um mit einer Angewohnheit zu brechen oder eine neue zu entwickeln. Eine Studie aus dem Jahr 2005 verfolgte die Bewegungs-, Lese- und Fernsehgewohnheiten von Studierenden vor und nach einem Uniwechsel. Sobald sie nicht mehr in ihrer alten Umgebung und Routine waren, änderten sich ihre Gewohnheiten, auch die ausgeprägten, deutlich. Bei Verhaltensweisen wie Nägelkauen oder Haare streichen kann ein sogenanntes Gewohnheitsumkehrtraining hilfreich sein. Es wurde in den 1970ern von Psychologen entwickelt und zielt darauf ab, eine Angewohnheit durch eine andere, weniger schädliche zu ersetzen. Das Training erfordert, dass du deine Auslösereize analysierst und verstehst, um im richtigen Moment eingreifen zu können. Wenn du dazu neigst, bei der Arbeit an den Nägeln zu kauen, solltest du ein Fingerspielzeug am Schreibtisch haben. Bekommst du eine stressige E-Mail, benutze das Spielzeug, wenn du den Drang zum Nagelkauen verspürst. Sich eine Gewohnheit abzugewöhnen braucht Zeit, also sei nachsichtig und habe Geduld. Viele konzentrieren sich auf ihre schlechten Angewohnheiten, aber es lohnt sich auch, die guten zu würdigen, die uns helfen, schnell und erfolgreich durch den Alltag zu kommen. Beschäftige deinen Geist, während du lernst, wie er funktioniert. Abonniere unseren Kanal oder sieh dir diese Videos an. Dein Kopf wird es dir danken.